Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Eigentlich war dieses Video nur dazu geplant, den Zusammenbau Sir Hugh Fitz-Tancreds, meines Ritters, für die große Tournei von Lyonesse zu zeigen. Dann habe ich mir aber gedacht, dass meine Armee endlich auch einen General braucht und habe auch noch einen weiblichen fahrenden Ritter gebaut, was vor dem Hintergrund von Bretonnia eigentlich nicht ganz funktioniert, aber mir war es zu dem Zeitpunkt völlig egal. Hugh Fitz-Tancred war schon fertig, als ich diese beiden neuen Ritter gebaut habe, deswegen gibt es von ihm keine Drehtelleraufnahmen im fertigen Rohzustand, will ich mal sagen. Die verwendeten Teile sind alle aus dem Drucker und kommen von Monstrous Encounters, Lost Kingdom Miniatures, Lubart Miniatures, Northern Crusades und Reconquer Design. Aber jetzt genug geredet, fangen wir an umzubauen. Bevor aus den einzelnen Teilen etwas Neues gebaut werden kann, wird wie immer erstmal demontiert. Dem Landsknecht werden zuerst die Arme und anschließend der Kopf abgesägt, weil nur der Torso gebraucht wird. Deshalb ist es an sich egal, welches Modell man dafür nimmt. Anschließend wird das, was gerade abgetrennt worden ist, auch schon wieder angesetzt. Die neuen Arme kommen von Monstrous Encounters und werden mit Messingdraht befestigt. Das ist diesmal wichtig, weil das Resin beim Kleben nicht wie Plastik miteinander verschweißt wird. Danach braucht Sir Hugh natürlich ein neues Schwert. Hierzu wird ein Zweihänder der Questritter von Monstrous Encounters auf die Schwerthand geklebt. Die wird natürlich wie immer gestiftet. Anschließend klebe ich Schulterpanzer an das Modell, die auch als Einzelteile ausgedruckt wurden, einfach damit der Eindruck einer schweren Rüstung noch besser hervorkommt. Nachdem der Oberkörper fertig ist, kriegt Sir Hugh natürlich auch einen Unterkörper. Der wird unverändert übernommen. Auch die Verbindung mit Messingdraht ist nicht unbedingt notwendig, aber so hält es am Ende besser zusammen. Dann setze ich Sir Hugh auf ein Pferd, um zu sehen, wie er am Ende aussehen könnte. Als ich dann fertig war mit dem Modell, habe ich mich für ein ganz anderes Pferd entschieden, wie ihr auch in der großen Tournei zu Lyonesse sehen könnt. Der neue Kopf ist von Monstrous Encounters und hat unten eine Halbkugel, mit der er in einen Sockel im Körper passt. Hier natürlich nicht, weil es ein anderer Körper ist. Deshalb wird die Kugel abgesägt. Danach beginnt das übliche Spiel des Löcherbohrens für Messingstifte, die hier, wie schon mal gesagt, wirklich nötig sind. Den Kopf selber musste ich dann auch nochmal austauschen, weil ich die Helmzier abgeschnitten habe. Danach gefiel mir der Helm aber nicht mehr und ich habe mir einen anderen geschnappt, den ich schon an einem anderen Modell in Bearbeitung hatte. Sir Hugh musste, wie gesagt, für die Tournei fertig werden. Weiter geht es mit unserem weiblichen Ritter. Wie bei Sir Hugh vorher werden auch hier nur Teile verschiedener Bausätze kombiniert bzw. angepasst, damit sie in ein anderes Modell passen. Der Oberkörper, der benutzt wird, ist von Lost Kingdom Miniatures und wie vorher bei Sir Hugh werden die Arme abgetrennt, weil die eben auch hier nicht gebraucht werden. Sie werden dann später ersetzt. Bevor aber die neuen Arme kommen, werden Ober- und Unterkörper miteinander verbunden und auch zusammengeklebt, denn damit hat man später, wenn man für die Arme bohrt, mehr Modell in der Hand, um es festzuhalten. Schließlich kommen die Arme an die Figur. Die sind wie vorher auch von Monstrous Encounters. Worauf man jetzt aber achten muss, ist, dass sie richtig sitzen, wegen der Klingenbrecher an den Schultern. Also überprüfe ich erst den Sitz und mit dem Messingstift kratze ich eine kleine Markierung in das Modell, wo anschließend gebohrt werden soll. Sitzen die Schultern zu tief oder zu hoch, dann sieht es sehr merkwürdig aus und das soll ja so nicht sein. Angeklebt werden die Arme nicht, weil sich unser weiblicher Ritter damit nachher besser bemalen lässt. Fertig sieht die Dame dann so aus. Bei Baron Tancred fange ich mit dem Schwert an. Das von Lubart Miniatures ist zwar sehr schön, gefällt mir aber nicht so sehr und wird durch eins von Monstrous Encounters ersetzt. Ist das Schwert abgetrennt, werden natürlich Löcher für Messingstifte gebohrt. Beim Schwert von Monstrous Encounters trenne ich das Heft ab.
Dann glätte ich die Stelle ein wenig, weil Messer ist da nicht so schön wie die Säge. Wie vorher auch werden wieder Löcher für Messingstifte gebohrt, damit die Teile miteinander verbunden werden können. Und schließlich wird alles zusammengeklebt, damit der Arm dann so aussieht. Auch der neue Kopf von Baron Tancred kommt von Monstrous Encounters. Die Halbkugel unten ist schon abgesägt, deswegen wird jetzt einfach nur das Loch für den Messingstift gebohrt. Der Körper ist von Lubart Miniatures und auch hier wird ein Loch für den Messingstift gebohrt, damit der Kopf angesetzt werden kann. Zusammen sehen Kopf und Körper dann so aus. Zum Abschluss kommen die Arme dran. Bei Lubart Miniatures sind da an Armen und Körper bereits die entsprechenden Stellen vorgearbeitet, dass es ineinander passen kann. Aus irgendeinem Grund tut's das aber nicht. Also statt jetzt alles mit Messing zu verbinden, habe ich mir gedacht, probiere ich einen neuen Weg und setze die Pfeile ein und arbeite so lange, bis die Teile zusammenpassen. Wichtig ist dabei immer wieder mal den Staub wegzumachen, denn sonst verkanten sich die Teile und man glaubt, oh, es passt endlich, was es dann aber am Ende nicht tut, weil einfach nur der Staub sich verkantet hat und der Arm in einem merkwürdigen Winkel absteht. Zum Abschluss jetzt Bilder von den fertigen Modellen. Wie gesagt, Sir Yu ist bereits fertig und war schon auf der Tournai zu sehen, deswegen gibt es den hier nicht auf diesem Drehteller. Im Bemalvideo sind sie dann aber alle drei zusammen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt. Und bis bald in meiner Schmiede.